Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Es wird Zeit, meine lieben Freunde, es wird Zeit. Wir haben lange genug auf den Servern gespielt. Ich hatte den Serverstart mitgenommen und hatte ja angekündigt gehabt, schon bevor die Server gestartet sind, dass ich nur die ersten paar Wochen, Monate vielleicht mitnehme. Und ja, das haben wir gemacht. Und zwar wird es Zeit, wir verabschieden uns von EU20 und EU21. Ja, EU22 werde ich noch ein bisschen behalten, noch ein bisschen spielen, ist ja der neueste Server. Aber die beiden Server, ja, da muss ich leider sagen, habe ich jetzt auch schon die letzten Tage, beziehungsweise ja eigentlich schon so die letzte Woche, nicht mehr wirklich hinbekommen zu spielen. Ich bin hier nur rein auf den Server, hatte mich noch so zu den Gildenangriffen und hier zu den wichtigen Gildensachen halt gemeldet und den Rest habe ich schon dann nicht mehr erledigt, weil erstmal mir ein bisschen die Motivation und zweitens auch die Zeit gefehlt hatte, dann auf diesen Servern hier noch weiter zu zocken. Ich werde auf EU20 auf jeden Fall noch öfter mal reinschauen, um zu gucken, was hier so auf den ersten Rängen so passiert, was die ersten Leute hier so machen, weil der Server ist natürlich nach wie vor immer noch extrem spannend und da bin ich halt auch wirklich sehr, sehr gespannt, was hier nach dem Legendary Dungeon passieren wird. Und deswegen, ja, der Server wird nicht ganz weg sein, aber ich hatte mich schon verabschiedet gehabt von der Gilde hier, einmal von der Pilzhütte, eine wirklich sehr, sehr schöne Gemeinschaft, vor allen Dingen Sir Pilzelot hat das hier alles super im Griff, macht auch wirklich sehr schöne Gildenstatistiken und so weiter und so fort. Deswegen, ja, ich hatte hier schon meine Abschiedsmail geschrieben gehabt, ne? Bringt hier auf jeden Fall so die Hütten-News, ne, Meilensteine, Top 3 Level, Top 3 Ausbauten, Lob für Sammelalbum, Lower Range, ja, also das ist auf jeden Fall, sieht man hier, da steckt sehr, sehr viel Mühe und Liebe zum Detail drin, deswegen, falls ihr auf EU20 noch eine Gilde suchen solltet, dann meldet euch auf jeden Fall bei Sir Pilzelot, richtig korrekter Dude, den ich hier kennenlernen durfte, genauso wie jeder hier auch in der Gilde, hat richtig Spaß gemacht, EU20. Aber wie gesagt, ich kann die Server halt leider nicht mehr spielen bzw. nicht mehr halten. Ja, das ist halt immer so das Ding. Ne? Der Abschied fällt immer schwer, aber wir sind auch schon ziemlich, also wir haben relativ lange durchgezogen hier auf dem Server, aber das spricht halt auch eben dafür, dass mir der Server auch sehr viel Spaß gemacht hat. Deswegen Grüße gehen raus an die Pilzhütte. Vielen lieben Dank für die tolle Zeit hier auf dem Server und ihr seid auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Gemeinschaft und wünsche euch auf jeden Fall noch viel, viel, viel Erfolg und Spaß hier auf EU20. Dann einmal auf EU21, ja, hier halt dasselbe Spiel. Ich werde hier auch nochmal gucken, was hier so abgeht. Allerdings ist für mich der Server ein bisschen uninteressanter, muss ich sagen, als EU20, weil EU20 halt nochmal deutlich, deutlich stärker ist. Man sieht hier auch schon alleine an der Rangliste, hier dominiert halt so eine Gilde, ja, und das ist halt für mich relativ langweilig, sag ich mal, hier großartig Vergleiche zu ziehen, weil man gar keine Vergleiche hat. Es besteht keine Konkurrenz auf dem Server und das ist halt eben auch so ein bisschen das Ding mit den Servern, die nach Jubiläumsservern starten. Die haben es meistens immer ein bisschen schwer. Trotzdem 83k nach EU20 ist trotzdem okay, sag ich mal. Aber der Server hat es halt einfach schwer. Ja, hier habe ich beim guten Stammtisch gespielt. Ja, und auch hier natürlich dasselbe. Ich kann den Server leider halt einfach nicht mehr halten. Es war auch schon von vornherein klar, dass ich hier den Server auch nach ein paar ersten Wochen bzw. Monaten halt eben auch nicht mehr gerecht werden kann. Hier habe ich es nicht ganz so lange durchgehalten wie auf EU20, weil, wie gesagt, der Server für mich vom Grund auf her ein bisschen uninteressanter gewesen ist. So. Trotzdem wollte ich halt, wie bei jedem Serverstart, den Serverstart mitnehmen, spielen, weil mir macht das Pushen halt sehr viel Spaß und ich möchte natürlich auf jeden Server gucken, was halt eben passiert. Werden neue Rekorde gebrochen? Was passiert an Tag 1, Tag 2, das erste Wochenende? Wo steht der Server nach einer Woche und so? Das ist für mich trotzdem sehr interessant, die neuen Server immer mit zu begleiten.
Und parallel dazu spiele ich halt auch immer so ein bisschen meinen Account hier, aber hier halt eben auch dasselbe Spiel wie auf EU20. Hier habe ich auch nur noch das Nötigste gemacht. Die Gilden-Sachen habe ich hier erledigt, aber ansonsten, ja, genau. Das ist halt eben so auch das Ding, dass ich halt, ja, jetzt bin ich raus, weil ich gerade noch die Nachricht hier gelesen hatte. Deswegen auf jeden Fall schöne Grüße trotzdem raus hier an den gesamten Stammtisch und vielen, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall auch für die Aufnahme hier in der Gilde. Hier hatte ich auch soweit geschrieben, solange sie noch keinen Ersatz hier für mich gefunden haben, kann ich halt auch immer noch sehr, sehr gern in der Gilde hier bleiben, aber ich spiele dann halt nicht mehr aktiv weiter. Ja, dadurch, dass ich halt eben ja, trotzdem hier noch das Sponsoring auf den Server hier weiterhin bekomme, so, aber nicht mehr aktiv spiele, hatte ich halt eben den Goldschatz und Lehrmeister halt, soweit es geht, ausgebaut, soweit es halt die Gilde halt eben benötigt, ne? Weil ansonsten nicht die Maximalboni drinne wären. Und das gleiche ich halt hier mit diesen Ausbauten eben aus. Und genau, solange ich halt eben noch hier in der Gilde bin, profitieren sie natürlich auch noch weiterhin davon. Allerdings, ja, deswegen hatte ich dann auch hier geschrieben gehabt, genau, wenn Ersatz gefunden wird, dann sehr gerne auswechseln. Ansonsten bleibe ich hier halt eben noch so lange weiter. Aber ich spiele halt nicht mehr aktiv auf dem Server. Ja, deswegen auch hier an den kompletten Stammtisch, an die komplette Gilde, wünsche ich euch hier auch noch weiterhin sehr, sehr viel Erfolg und sehr, ja, viel Spaß auf EU21. Ich hoffe, ihr werdet hier auf dem Server auch langfristig Spaß haben und eventuell ein bisschen auch nach oben grinden können. Ich denke mal, es wird ein bisschen einfacher sein als auf EU20, weil dort die Konkurrenz natürlich deutlich härter ist als auf dem Server hier. Ne? Deswegen, ja, auch natürlich hier ein Aufruf an die Leute, die auf EU21 noch eine Gilde suchen sollten, können sich natürlich hier sehr gerne beim Stammtisch melden. Auch hier natürlich, es ist eine sehr, sehr coole Gemeinschaft gewesen und hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber ich kann halt, wie gesagt, hier auch den Server nicht mehr weiterspielen, beziehungsweise habe ich es auch die letzte Woche so gemerkt, es war nur noch ein schnelles Durchgeklicke so, und wenn ich halt merke, okay, es ist nur noch das Nötigste, nur noch so, ne, halt eben zu Gildenkämpfen melden und sowas, so für die Gemeinschaft da sein, das habe ich die Tage noch gemacht, aber selbst die Alu habe ich nicht mehr großartig gespielt und ja, das ist halt einfach das Ding, wenn man dann zu viele Server hat, wird es dann halt eben ein bisschen schwierig. Deswegen gehen wir mal auf Verwalten, ja, und nehmen mal einmal hier auf EU20 den Stern raus und einmal auf EU21 den Stern raus, so. Und dann sieht das auf jeden Fall erstmal wieder deutlich machbarer aus. Ja, also hier habe ich ja meine 3 Main-Accounts, die ich jeden Tag durchklicke, und so sollte es eigentlich normalerweise sein, dass ich 3 Main-Accounts habe und einen temporären 4. Account, das ist dann halt immer der neueste Server. Dadurch, dass ich jetzt aber in letzter Zeit so viel gestackt hatte, EU20 wollte ich auch noch unbedingt immer noch mal ein bisschen weiter schauen, weil da war ich auch öfter noch mal drin und habe geguckt, was auf dem Server so passiert. Dementsprechend habe ich den Account natürlich auch noch weiterhin aktiv gehalten. EU21 war halt eben auch noch nicht so alt und dann kam auch schon EU22, aber dann wurde es halt einfach zu viel. Deswegen, auf jeden Fall, so sieht es jetzt deutlich angenehmer für mich aus. Ja, falls ich irgendwann einen permanenten 4. Account spielen sollte, dann wird es wirklich schwierig, dann noch einen weiteren temporären dann zu halten, und dann wird es auch nicht mehr als einer sein. Also dann werde ich 4 Hauptaccounts haben, irgendwann eines Tages vielleicht mit EU50 dann, ne? Und dann wirklich nur noch einen temporären, und so hatte ich jetzt halt eben 3 permanente und 3 dauerhafte. 3 permanente und 3 temporäre Server gehabt, und das ist einfach zu viel geworden. Ja, das ist einfach zu viel geworden. Deswegen, musste ich da auf jeden Fall jetzt mal eine Reißleine ziehen, habe mich da von den Gilden soweit verabschiedet. Auf EU22 werden wir jetzt noch natürlich weiterhin jetzt erstmal soweit noch unseren Spaß haben hier, bis EU23 kommt, und dann werden wir mal gucken. Ich werde auch hier ein bisschen
ja, ein bisschen in LD auch reingehen, denke ich mal, auf dem Server hier. Das sollte, denke ich mal, gut möglich sein. Jetzt am Wochenende vielleicht nochmal Epic-Event mitnehmen. Bisschen pushen Richtung 300 und so. Das wird auf jeden Fall nochmal Spaß machen. Aber ansonsten ist es das erstmal soweit gewesen. Mein Abschied von 2 Servern gleichzeitig habe ich auch noch nicht gehabt. Es war immer nur bisher einer, aber das hat sich jetzt halt einfach so ein bisschen gestackt mit den Accounts auf jeden Fall. Okay, Freunde, das soll es aber erstmal soweit dazu gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ja, oder auch nicht. Es ist ein bisschen doof danach zu fragen bei dem heutigen Video. Deswegen hoffe ich einfach, genau, ja, seid ihr soweit informiert und dann war es das soweit von mir. Ich wünsche euch alles Gute und natürlich weiterhin viel Erfolg an die 2 Gilden hier im Video. Bis dahin, haut rein und bis zum nächsten Mal.